Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Mindhunters und unser heutiges Thema lautet: Aus jeder Krise bietet sich eine Chance. Und ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Viel Spaß beim ersten Video. Ja, jetzt stellen wir uns die Frage, warum ist das unser erstes Thema, mit dem wir uns beschäftigen? Und das Ganze hat einen ganz tiefen Hintergrund. Das ist dadurch entstanden, bedingt durch die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Wir können eigentlich wirklich hier sagen, das ist eine Krise, die die ganze Menschheit betrifft. Also Auf jeden Fall. Würde ich sagen, gar kein Einzelschicksal, sondern jeder struggelt gerade. Sind alle im gleichen Boot. Absolut. Und diese Krise hat uns, oder aus dieser Krise haben wir eine Chance geschaffen und sind genau da, wo wir jetzt sitzen und machen unseren YouTube-Channel. Und um der ganzen Thematik so auf den Grunde zu gehen, müssen wir erstmal genauer definieren, was bedeutet Krise. Also der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem Griechischen und steht eigentlich für Beurteilung oder Entscheidung. Aber das Ganze hat sich dahin gewandelt, dass mit dem Begriff aktuell was ganz anderes assoziiert wird. Und es beschreibt eher ein überraschendes Ereignis oder einen aktuellen oder seelisch schmerzhaften Zustand. Und man muss dann natürlich auch mal, was sind denn Krisen? Krisen können ganz unterschiedlich sein. Grundsätzlich wird mit dem Begriff eher was Negatives assoziiert, weil eine Krise ist ja eher eine Problematik, eine unerwartete Problematik im Leben. Eine Problematik, die man vielleicht beim ersten Mal, oder wo man davon ausgeht, dass man sie gar nicht lösen kann. Und ganz wichtig ist, oder um das mal metaphorisch darzustellen, die Krisen, so, was sind denn typische Krisen so? Midlife Crisis, Verlust von Liebsten, man hat den Job verloren. Ja, Beziehung, genau, ein ganz großes Thema. Schulklasse wiederholen, hatte ich auch schon mal. Ja. Was gibt's noch? Man hat, weiß ich nicht, Studienplatz hat nicht geklappt, also man hat nicht den Studienplatz allgemein bekommen. Die Träume sind geplatzt. Finanzielle Krisen. Krisen können wirklich ganz unterschiedlich sein und sind dann auch irgendwo ganz anders gewichtet. Also jetzt eine Schulklasse zu wiederholen, würde ich nicht gleichstellen mit dem Tod von einem Freund oder von Familienmitgliedern. Ja. Ne? Aber jede Krise, und das ist ja auch das Thema heute, jede Krise bietet eine Chance. Und da kommen wir auch eigentlich zu einem ganz bekannten Sprichwort, wo man sagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Auf jeden Fall. Oder es gibt ja auch den Spruch, nach jedem Regen scheint auch die Sonne. Und um das mal so metaphorisch darzustellen, ihr müsst euch halt vorstellen, das beste Beispiel ist oder wäre das Meer oder das Wetter. Wenn jeder, der mal im Urlaub war oder mal am Meer war, weiß, man hat mal kleinere Wellen und man hat mal größere Wellen. Und beim Wetter ist es genau dasselbe. Es kann mal Regen, schneien, hageln, aber an manchen Tagen scheint die Sonne. Und genau das ist halt dasselbe bei einer Krise. Ja. Eine Krise kann im Moment eine große Problematik darstellen, aber man muss halt lernen oder man muss verstehen, dass diese Problematik auch eine Chance bietet. Und da kommen wir eigentlich, oder lass uns jetzt die Brücke zu dem bauen, wo wir jetzt sind. Wie ist eigentlich die Idee entstanden zu unserem Channel? Also auch aus der Krise heraus. Ja, aus der aktuellen Krise vor allem. Ja. Weil wir haben hier gesessen, haben viel gesprochen, haben uns ausgetauscht, haben ja auch gemerkt, dass man sich so gegenseitig therapieren kann. Und haben dann, und da kam ja die Idee, wie wir auch schon im ersten Video gesagt haben, lass uns diesen Channel einfach bauen und lass uns da mal was draus machen. Aber wir müssen auch mal ehrlich sein, wir beide sind ja Vollzeit beschäftigt und haben ja eigentlich sehr wenig Freizeit, wenn man ehrlich ist. Und normalerweise nach der Arbeit hat man so diese typischen Doings, man geht zum Sport. Man trifft seine Freunde, schaut Netflix, geht feiern, macht Urlaub. Genau. Und es gibt ja etliche Sachen, die man macht. Und da fehlt halt die Zeit, um einem neuen Hobby nachzugehen. Das ist ja letztendlich für uns ein Hobby aktuell. Und um dem Hobby nachzugehen, würde ich behaupten, dass in einer normalen Zeit hätten wir das, glaube ich, gar nicht hinbekommen, oder? Ich glaube auch nicht. Man würde auch nicht mal daran denken, so richtig, wenn man so mit seinem täglichen Doing beschäftigt ist. Vielleicht hat man seine
Trainingseinheiten, die man Genau. wahrnehmen muss, seine Beziehungen, die man pflegt oder auch einfach mal am Wochenende abschalten möchte, in eine Bar geht, ins Kino geht, etc., was ja alles gerade leider nicht möglich ist. Genau. Und wichtig ist ja auch zu sagen, dass, um wieder zur Thematik zurückzukommen, die Chance, die sich uns ergeben hat in dieser Krise, war ja, dass wir hatten plötzlich sehr viel Zeit, so ich glaube, wie alle anderen auch. Und wir haben uns überlegt, okay, wir können jetzt die Zeit absitzen und warten, bis wieder alles öffnet und bis man wieder halt alte Sachen machen kann. Und dann hat es uns aufgefallen, nein, wir nutzen diese Zeit und kreieren ein neues Hobby. Dieses YouTubing ist ja ein Hobby letztendlich. Ja. Und das Hobby konnten wir halt auch nur wahrnehmen, indem wir gesagt haben, wir haben die Zeit, die freie Zeit ist da und wir nutzen sie. Also wir haben aus der Krise eine Chance gesehen und haben sie auch genutzt. Das ist ganz wichtig. Also die Chance zu erkennen und sie dann auch zu nutzen. Das stimmt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil deswegen haben wir auch das erste Video, also deswegen sprechen wir in dem Video auch überhaupt über die Thematik. Aber ich glaube, interessant ist auch, was gibt es noch für andere Krisen, die du vielleicht bewältigt hast in deinem Leben? Und wo hast du aus dieser Krise eine Chance entdeckt? Also bei mir war das auch so, gerade durch die aktuelle Zeit her, hatte ich sehr, sehr viel Zeit. Ich habe gerade mein Studium beendet und ich hatte halt alle Lebenspläne, die man so haben will nach dem Studium. Ich möchte den und den Job haben, ich möchte so und so viel verdienen, ich möchte dort wohnen, in so einer Wohnung. Und ja, alles kam halt nicht zustande und da bin ich halt in so eine Krise verfallen, eine persönliche Krise, wo ich auch erstmal gar nicht mehr weiter wusste und ich wusste auch gar nicht, wie es weitergeht. Ich hatte eben keine Perspektive. Ja. Und man wusste ja auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, wie es weitergehen soll. Ob das irgendwann besser wird oder nicht. Klar, ich gehe davon aus, dass es irgendwann besser wird, aber gerade in dem aktuellen Moment bringt es einem persönlich nichts, auf bessere Zeiten zu hoffen. Und da ist eben auch der Punkt, man soll nicht auf bessere Zeiten hoffen, sondern eben diese Gelegenheiten, die sich einem bieten, nutzen. Und so war es bei mir. Ich hatte eben sehr viel Zeit nach dem Studium, kein Job, kein Geld quasi. Und bei mir war es immer so, ich wollte als Kind immer sehr, sehr gerne Klavier lernen. Echt? Ich hatte Musikunterricht und im Musikunterricht musste man so ein bisschen Flöte spielen oder Triangel. Ja, Flöte habe ich auch spielen müssen. Oder wir hatten auch ein Klavier dort und da konnte man ein bisschen rumspielen. Ja. Und meine Lehrerin meinte, spielst du eigentlich Klavier? Ich Ja. meinte, nee, spiele ich nicht. So, echt, du hast Talent, du sollst mal Klavier spielen. Ach, damals in der Schule schon? Oder? Genau, schon Okay. in der Schule. Aber meine Eltern hatten leider diese Möglichkeit nicht, mir das zu bieten. Und so hat sich es eben irgendwann im Sande verlaufen, leider. Und da ist mir wieder eingefallen, hey, ich wollte doch immer mal Klavier spielen. Da habe ich mir einfach ein E-Piano gekauft, über eBay Kleinanzeigen, auf sehr, sehr günstig, Ah, cool. um erstmal einfach anzufangen, erstmal ins Doing zu kommen, danach zu schauen, wie es weitergeht. Da habe ich geschaut, wie weit ich selber komme, mit Noten lesen, mit den ersten Stücken spielen, soweit ich kann. Da habe ich irgendwann gemerkt, ich komme schon an meine Grenzen und da habe ich mir einen Klavierlehrer geholt, der mich dann weiter begleitet und mich über meine Grenzen hinausträgt. Aber das Wichtigste ist hier, einfach ins Handeln zu kommen, das zu machen, was man machen kann in der Situation. Klar, will jetzt nicht jeder Klavier spielen oder ihr könnt vielleicht gerade auch nicht das Hobby ausüben, wofür ihr brennt, was ihr schon immer machen wolltet. Aber man kann auch die Zeit anders nutzen. Zwar habe ich mir auch einfach Gedanken gemacht, wo möchte ich später in meinem Leben stehen? Wie möchte ich später sein? Ja. Welche Person möchte ich sein? Da habe ich mir neue Ziele gesetzt. Wo möchte ich in 5 Jahren sein, in 10 Jahren sein? Wie soll mein Leben finanziell aussehen? Gesundheitlich? Wie soll mein Freundeskreis sein? Und vor allem auch, welche Beziehungen möchte ich haben? Und das ist was jeder machen kann. Und eben jetzt bietet sich die perfekte Chance, sich diesen Lebenskompass quasi neu auszurichten oder sich Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung man gehen möchte und nochmal über sein Leben zu reflektieren. Aber um das Ganze mal greifbar zu machen, du hast ja dieses Beispiel mit dem Piano genannt. Also hast du quasi in der Krise, in der wir uns jetzt befinden, also man ist zu Hause, man hat sehr viel Freizeit, Genau. hast du gesagt, okay, ich habe jetzt genug Zeit und kann jetzt diese Piano-Sache nachholen. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall
Interessant, gut, cooles Beispiel auf jeden Fall. Und ich wette, du hattest auch schon Krisen im Leben. Ja, ich hatte schon, also mein Gamechanger im Leben war tatsächlich, oder meine größte Krise, Gott sei Dank bis jetzt war es die größte Krise, es gibt ja viel schlimmere Sachen, aber meine größte Krise war... Für jeden ist die persönliche Krise immer das Größte. Ja, das stimmt. Aber ich meine, Gott sei Dank war es kein Verlust von geliebten Menschen, sondern es war eine Krise während meines Studiums, wo wir beide uns ja auch kennengelernt haben. Ja. Da habe ich ja nach einem Jahr quasi für mich gemerkt, dass es gar nicht mehr geht. Also ich war total down. Ich dachte wirklich, das wird nichts mehr. Ich habe das mitbekommen. Ich war ja quasi Du weißt ja dabei. damals, wie kaputt ich war. Also ich war wirklich am Ende. Und ich wusste echt nicht mehr weiter. Und das, was so typisch war damals, ich habe mich erkundigt, was kann man machen? Viele haben ja BWL empfohlen. Und da dachte ich mir, okay, cool, mache ich doch mal. Ja. Und da habe ich auch eine ganz interessante Anekdote zu. Ich bin damals, wir haben ja bei uns auf der Uni hatten wir dieses, wie heißt das, Servicebüro. Ne, Genau, wo man sich beraten lassen kann. Genau, wo man sich beraten lassen kann. Bin ich halt hingegangen und da war ein Freund. Okay. Der hat mich halt dann gesehen und meinte zu mir so, ey, wohin? Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich wollte mich jetzt für BWL bewerben. Ja. In welches Büro muss ich gehen? Er meinte, ja, da hinten. Aber er meinte, du hast keine Chance. Ich so, aber warum nicht? Ja. Wir hatten halt den ähnlichen Schnitt, ne? Und dann hat er mir erzählt, er meinte, ja, es haben sich, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute beworben. Ich glaube, also der Studiengang war sehr, sehr limitiert. Der war sehr limitiert. 500, 600 Plätze und 3000 haben sich beworben, wenn nicht sogar mehr. Ja, locker mehr. Und dann habe ich ihn halt angeguckt, ich war total down. In dem Moment ist meine komplette Welt zusammengebrochen, weil ich habe nur diese eine Tür gesehen. Die Tür, da stand BWL drauf. Ja. Für mich ganz nichts anderes in dem Moment. Und diese Tür wurde vor deiner Nase Die wurde vor meiner Nase zu gehämmert, sage ich mal. Und dann stand ich da und war wirklich am struggeln. Ich dachte, ich drehe gleich durch, ne? Was mache ich jetzt? Ja. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema, aus einer Krise eine Chance sehen. Ich wollte wieder raus und dann meinte er zu mir, ey Bro, bleib mal stehen. Ich meinte zu ihm, ja, was hast du mir noch zu sagen? Ja. Dann meinte er so, ja, da hinten ist noch ein Büro, das ist das Büro für Wirtschaftsinformatik. Okay. Und das ist 50-50, ein bisschen Informatik, ein bisschen BWL. Also lass uns doch da anmelden, die haben genug freie Plätze. Da machen wir die BWL-Fächer und wechseln dann rüber zu BWL. Okay, guter Plan. Habe ich gesagt, ja, okay, hört sich cool an, besser als gar nichts. Bin dann einfach zurück, also ich war schon kurz davor rauszugehen. Und wäre dieser Junge nicht da gewesen, in meiner Krise, und hätte er mir diese Chance nicht gegeben, und jetzt kommt wieder die Brücke, hätte ich die Chance nicht genutzt, war ich sofort wieder raus. Was habe ich gemacht? Ich bin zurück ins Büro, bin zu dieser Frau und habe ihr gesagt, ja, mein Name ist so und so, ich möchte mich da ja gerne auf den Studiengang bewerben. Dann meinte sie, okay, geht klar. Hat doch damals Gott sei Dank geklappt. Und als ich dann im Studiengang war, das war die beste Zeit in meinem Leben, weil ich habe am Ende den Studiengang auch ich habe es durchgezogen, ganz wichtig. Und viel wichtiger, ich bin nicht zu BWL zurückgegangen, sondern das war voll mein Ding. Und am allerwichtigsten, ich habe die krassesten Menschen in meinem Leben während dieser Zeit kennengelernt. Und das wusstest du ja gar nicht, bevor du, sag ich mal, diesen Weg gehst, was dich da überhaupt erwartet. Das kam ja alles währenddessen. Genau, es kam genau währenddessen, weil wäre dieser Junge nicht da gewesen, und ich bin ihm auf ewig dankbar, also wenn du das hier siehst, ich danke dir vom ganzen Herzen. Wäre er nicht da gewesen, hätte ich diese Chance nicht genutzt. Ja, letztendlich hätte ich sie auch nutzen müssen. Ne? Ich hätte auch sagen können, ich gehe jetzt raus, oder das ist gar nicht meins, das ist irgendwie schwierig und was weiß ich was. Aber nee, ich bin hingegangen und habe den Studiengang durchgezogen. Und ich habe wirklich, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Absolut, ich kann bis jetzt sagen, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Ohne Wenn und Aber. Und du hast ja auch ein Beispiel genannt, aus der aktuellen Situation heraus, das mit dem Klavier. Da kann ich auch was sagen. Ich habe während dieser Zeit, wo ich halt fast eigentlich gefühlt jeden Tag nur zu Hause gewesen bin, habe ich viel intensivere Beziehungen zu meinen Freunden aufbauen können, zu meinen Verwandten, zu meiner Familie. Und das Schöne ist zum Beispiel, dass in der aktuellen Zeit, man ist ja viel mit seinen Leuten dann, und auch unter der Familie, wir machen halt auch so ganz, so Sachen wie früher, so Gesellschaftsspiele, diese typischen Sachen, die man halt früher so gemacht hat. Und das ist ja auch wieder wir haben die Chancen gesehen während der Krise. Das heißt, wir sind wieder enger zusammengekommen. Ich telefoniere ganz viel mit Freunden, also auch Freunde, mit denen ich so lange nichts mehr zu tun hatte. Das ist cool. Ich habe viele alte Leute getroffen, mit denen ich dann jetzt wieder auch, wo ich sagen kann, wir sind wieder in einem intensiven Kontakt.
Und ein ganz besonderes Ereignis, weil ich auch so viel Zeit hatte, um nachzudenken. Okay. Ich weiß gar nicht, wann das ist gar nicht so lange her. Und da war ich halt am Nachdenken, weil ich halt zu Hause am Arbeiten war. Und dann ist mir eingefallen, ich habe vor 20 Jahren circa, oder mehr als 20 Jahre ist es jetzt her, habe ich einen guten Freund gehabt. Und der ist damals weggezogen in eine größere Stadt. Und das Schlimme war damals, wir haben uns wirklich komplett aus den Augen verloren, weil es gab kein Internet. Also wo sollte ich den auch finden? Der war einfach weg aus der Welt. Facebook gab es nicht, Instagram gab es nicht. Es gab gar nichts. Und das war so ein Ereignis, was mich irgendwie so total getroffen hat im Leben. Weil ich mich immer gefragt habe, wie ging es diesem Freund? Was ist aus ihm geworden? Lebt er noch? Ist er gesund? Wie geht es seiner Familie? Und in dieser Zeit habe ich echt oft an ihn denken müssen. Und habe den dann so über irgendein Netzwerk wieder gefunden. Und damals, oder das Kuriose war, als er weggezogen ist, als wir noch Kinder waren, hatte der, also meine Eltern haben dieselbe Hausnummer seit, glaube ich, 98 oder so. Okay. Und er hatte die Hausnummer in dem Haustelefon seiner Eltern gespeichert. Und als er weggezogen ist, hat er, glaube ich, die haben entweder das Telefon nicht mitgenommen oder die Nummer war drauf gelöscht. Und wir haben uns einfach 20 Jahre keinen Kontakt gehabt. Okay. Und weil ich in dieser Zeit so oft nachdenken musste oder auch durfte, habe ich mir gedacht, ey, ich suche ihn einfach. Klar, da fragt man sich so, was ist eigentlich mit ihm Was ist mit passiert? ihm? Und ganz ehrlich, das war ich würde sogar sagen, während des letzten Jahres war das vielleicht sogar eines meiner absoluten Highlights. Meine absoluten Highlights. Schön, das ist super schön. Und das verdanke ich auch dieser aktuellen Krise. Natürlich hätte ich ihn auch zu jeder anderen Zeit finden können, aber da man halt oft nachdenkt, habe ich ihn dann wirklich wiedergefunden. So, ne? Vielleicht können das auch andere sich zu Herzen nehmen, dass man definitiv nachdenkt. Definitiv. Mit wem hatte ich gerade in letzter Zeit nicht mehr so viel Kontakt? Wer ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? Was mache ich, wenn ich mit meiner Familie bin? Nicht nur alten Zeiten nachtrauern, sondern auch sagen, okay, jetzt haben wir Zeit, wir können wieder Gesellschaftsspiele spielen, wir können Filme zusammen gucken, wir haben mehr Zeit zum Telefonieren, greif zum Hörer, ruf deine Liebsten an, ruf alte Freunde an und nutze die Krise und nimm jede Chance mit, um wieder intensiven Kontakt mit bestimmten Menschen zu haben. Ja. Aber jetzt viel wichtiger, welche Ratschläge können wir den Zuschauern mitgeben? Genau, wir wollen ja auch praktisch sein. Und bei mir ist das so, es hilft mir auch einfach erstmal zu akzeptieren. Einfach akzeptieren, es läuft gerade nicht. Egal was ich mache, es ist gerade eine blöde Zeit. Ich kann jetzt, keine Ahnung, das ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel, ich laufe 10-mal gegen die Wand und hoffe, dass die Wand jetzt endlich einstürzt und ich da durchbreche. Ja. Aber wahrscheinlich wird es nicht passieren. Wahrscheinlich nicht. So sehr ich es versuche, so sehr ich hoffe. Und deshalb einfach mal akzeptieren, dass es gerade so ist, dass man vielleicht auch selber in einer Krise steckt und sich nochmal erden, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, nochmal durchatmen und sagen, okay, es ist gerade so, wie es ist. Um da nochmal Kraft rauszuschöpfen und zu überlegen, was kann ich dagegen machen. Und da ist der zweite Punkt, der mir sehr geholfen hat, ist einfach Selbstvertrauen zu haben. In sich, dass man aus dieser Krise herauskommt. Natürlich braucht es Zeit, es braucht Anstrengung, es wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Aber dieses Vertrauen, sich selbst zu haben, dass man es schaffen kann. Bei mir war es nämlich so, nach dem Studium war es im Jobmarket, sage ich, schwierig. Sehr viele Bewerbungen rausgeschrieben, also wirklich sehr viele. Und aktuell ist es hat leider nicht geklappt zu dem Zeitpunkt. Und da musste ich auch erstmal realisieren, okay, es liegt gerade nicht an mir, sondern habe noch dieses Selbstvertrauen. Ich hatte auch einen echt sehr, sehr guten Studienabschluss gehabt. Ich habe viele Praktika gemacht, die eigentlich mir den besten Weg wirklich ebnen können. Und ich muss sagen, da hat mir auch das Gespräch mit dir sehr, sehr stark geholfen. Weil da war ich so ein Stück weit vom Selbstvertrauen wieder abgewichen. Weil klar, man bekommt eine Absage nach der anderen und es ist einfach niederschmettern. Das zerstört die Motivation, ja. Das zerstört die Motivation. Ja. Da kommen wir eigentlich auch zum dritten Ratschlag. Danke für die Blumen erstmal. Der dritte Ratschlag wäre,
wie Gustav ja auch schon gesagt hat, das Gespräch suchen. Also wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, das Selbstvertrauen ist weg und sich selbst zu motivieren ist immer so eine ganz spezielle Sache. Es fällt einem doch irgendwie leicht, andere zu motivieren, aber wenn es um die eigene Person geht, steht man irgendwie vor so einer Barrikade und kommt nicht mehr weiter. Das stimmt, ja. Und da ist halt ganz wichtig, du weißt ja noch, als wir damals über das Thema gesprochen haben, meinte ich zu Gustav, ich meinte, du bist einer der schlauesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Einer der schlauesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Wenn du nicht einen Job findest, dann findet keiner einen Job. Und wie das Schicksal es wollte, ging das ja ziemlich schnell und du kamst dann auch an dein Ziel. Und das ist ganz wichtig. Wenn man nicht mehr weiterkommt und das Selbstvertrauen weg ist, dann sucht man sich jemanden, der einen wieder so, sage ich mal, motiviert. Und man kann eigentlich immer jemanden finden oder das Gespräch grundsätzlich immer suchen, weil dein Gegenüber hat dann eine ganz andere Perspektive und sieht deine Fähigkeiten, die du in dem Moment total ausblendest. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und der 4. Ratschlag wäre, sich an bereits gemeisterte Ereignisse zu erinnern. Das bedeutet, wenn man im Leben mal was geschafft hat, zum Beispiel einmal, man wurde aus dem Job gekickt und hat danach ziemlich schnell wieder einen neuen Job gefunden, weil man sehr engagiert war. Und das passiert halt wieder, wieder zurückerinnern. Ich habe es doch schon mal geschafft. Genau. Metaphorisch, ich stehe vor einem Berg und muss diesen Berg besteigen, um auf die andere Seite zu kommen. Dann erinnere ich mich zurück, in der Vergangenheit habe ich ja bereits schon mal einen Berg bestiegen. Worauf ich hinaus möchte ist, ich habe es doch schon mal geschafft, warum soll ich es jetzt nicht schaffen? Und wenn man diese 4 Ratschläge befolgt, dann kann man aus einer Krise eine Chance kreieren und diese Chance muss man auch nutzen. Das ist eigentlich auch die Quintessenz in unserem Video. Eine Krise bietet eine Chance, sucht nach der Chance, erkennt die Chance und wenn man die Chance erkannt hat, ganz wichtig, sehr wichtig, auch nutzen. Weil wenn man sie nicht nutzt, dann kommt man nicht weiter. Ist nur heiße Luft. Ist nur heiße Luft und deswegen, wie gesagt, Krise bedeutet nicht gleich Krise und eine Chance steckt meist auch in jeder Krise. Wie gesagt, wenn man sie erkennt, dann nutzt man sie auch. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle sind wir auch durch für heute. Genau. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst die Mindhunter-Familie wachsen, denn mit jedem Video werden wir gemeinsam schlauer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wir freuen uns. Macht's gut und bis bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao.